Hallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Pschemmig. Bitte nicht ausschalen und nicht weglaufen. Es sieht viel aus. Das ist richtig. Aber was machen wir heute? Heute machen wir Chutneys. 3 verschiedene Chutney. Ja? Und um einen Chutney zu machen, da brauchen wir ein bisschen Vorbereitung. Ja? Also das ist so ähnlich, wenn man Samstagabend weggeht, dann bei den Frauen Schminken, anziehen, ja? Bei den Männern ein bisschen rasieren, Haare gelen. Das ist alles Vorbereitung, ja, für was Gutes, ja. Und wir machen uns Chutney und wenn wir nachher grillen und vielleicht Freunde einladen, da kann man dann sagen, hallo Leute, wir haben selber einen Chutney gekocht und dann ein Stück Filet oder ein bisschen Putenbrust und schön Chutney dazu, ein bisschen Brot und Salat und lecker. Leute, nicht ausschalten, einfach nachkochen. So, und was für Chutney wir jetzt machen, erkläre ich euch mal kurz. Wir machen einmal einen rote Beete Birnen-Chutney und dazu brauchen wir rote Beete, Birne, bisschen Orangensaft aus frischer Orange, Zwiebel, Rotwein, Balsamico-Essig, Zucker, Senfkörner, Nelke und ein Hauch Zimt. Das wäre der erste. Der zweite ist hier links von mir aufgebaut. Da machen wir einen Zwiebel-Apfel-Chutney. Und da seht ihr, ist eigentlich gar nicht so viel. Zwiebel, Apfel, Zucker, da haben wir natürlich auch Zucker, Senfkörner, Essig, Weißwein, Weißwein. Und das reicht zum Abschmecken immer noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Genau, und dann hier in die Mitte habe ich aufgebaut, das ist Tomaten aus meinem Garten, Tomaten, Paprika, Zwiebel, Chutney mit rosa Pfeffer. Genau. Und deswegen müsst ihr euch ein bisschen im Vorab ein bisschen vorbereiten, dass es dann schneller geht. Ich sage mal jetzt so, pro Chutney brauchen wir immer 20 Minuten, bis es eingekocht ist. Und dann 20 Minuten Vorbereitung. Ja? Ihr seht hier, kann ich euch kurz zeigen, die rote Beete habe ich vorher schon in schöne kleine Würfel geschnitten. Zwiebel auch schon in Würfel vorbereitet. Ja? Hier den Paprika auch schon in Würfel geschnitten. Zwiebel habe ich dann in Streifen geschnitten. Wenn ihr natürlich einen Chutney haben wollt mit Würfel, könnt ihr dann den Zwiebel natürlich auch in Würfel schneiden. Und wenn das jetzt alles vorbereitet ist, ja, dann kann man es ganz schnell, zack, zack, in den Topf und los geht's. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Chutney. Das setzen wir schon an, dass es so ein bisschen nebenbei kochen kann. Und wir machen als erstes rote Beete Birnen-Chutney. Und wie es vergeht, zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt hier 3 Töpfe vorbereitet, für jedes Chutney 1. Den einen habe ich schon eingeschaltet, der wird so langsam warm. Man fängt immer an, indem man Zucker karamellisiert. Ja, also, ich mache jetzt den Zucker rein. Rezepte sind natürlich unten im Video drin. Einfach mal reingucken. So, und jetzt braucht es ein bisschen Zeit, dass es schön hier karamellisiert. So, jetzt fängt es an zu karamellisieren. Immer aufpassen, nicht, dass es verbrennt, sonst habt ihr dann einen bitteren Nachgeschmack in dem Ganzen. So. Dann kann man die Temperatur ein bisschen runternehmen. Wunderbar. So, und dann, wenn es so ein bisschen karamellisiert ist, dann kann man ja schon die Zutaten reinmachen. Mit der Zwiebel fangen wir an. So, ihr hört ja schon, wie schön das zischt. Ja, dann kommen rote Beete drauf. So, ihr könnt natürlich auch rohe rote Beete nehmen und die dann auch klein schneiden. Und dann genau das gleiche damit machen. Es verlängert sie natürlich aber den Kochprozess. Ihr müsst dann quasi dann ja,
Also ich sag mal jetzt 60 Minuten vielleicht 45 Minuten. Ja, mit Kochen dann rechtzeitig anfangen, dass das Chutney nachher am Ende fertig ist. So. Dann kommen die Birnen dazu. Das wollte ich auch noch sagen. Bei den Birnen und bei den Äpfeln, wenn ihr das klein schneidet, dann nehmt euch ein bisschen Zitronensaft, bespritzt das alles mit der Zitrone, einmal, zweimal durchmengen, dann oxidiert das nicht und dann bleibt das auch schön hell. Ja, also immer ein bisschen mit Zitronensaft bestreuen, dass es dann schön hell bleibt. Dann kommt da Rotwein drauf. Balsamico-Essig. Wunderbar. Und die Senfkörner, eine Nelke und einen halben Teelöffel Zimt. Ich soll es eigentlich nicht machen, aber das wird schon gut schmecken. So. Es wird nicht nach Weihnachten schmecken, Leute, glaubt mir. Es wird lecker. Es wird lecker. Und für alle 3 Chutneys, es gilt natürlich auch, am Ende nachher mit Salz und Pfeffer abschmecken noch. Ja? Das ist auch wichtig, ist klar. So, und jetzt geht es weiter mit dem Zwiebelchutney. Da kann man das ja quasi hier, tausche ich das einfach aus. Ich nehme jetzt in den großen Topf, stelle ich hier hin. Das Töpfle stelle ich jetzt da hinten auf die kleine Stufe. Und das kann hier schön vor sich hin köcheln. Ja, gucken wir auf die Uhr. Und dann schauen wir mal, wie es dann eine halbe Stunde aussieht. So, und hier gilt genau das Gleiche. Da nehmen wir auch einen Zucker und tun wir in die Schüssel rein. Das war in der Schüssel, jetzt kommt das in den Topf rein. Ja, das Gleiche aufpassen, ja, beim Karamellisieren, nicht, dass es dann dunkel wird. Ansonsten ein bisschen jetzt warm werden lassen und dann passt es. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Karamell. Karamell aufpassen, nicht zu dunkel werden lassen, einfach runterdrehen. Das andere seht ihr, kocht auch schön vor sich hin. So, Karamell. So, in den Karamell kommen jetzt die weißen Zwiebeln. Ihr könnt natürlich auch rote Zwiebeln nehmen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt nicht die ins Stein gemeißelt, sagt man jetzt, ja klar. Dass man jetzt hier die roten Zwiebeln nimmt. Ich habe einfach für heute die weißen genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, Przemek, machst 3 Karamell, 3-mal Chutney, machst ein rotes, ein buntes und ein weißes. Genau. Und das habe ich auch jetzt. So, die Zwiebeln dann mit dem Weißwein ablöschen. Und dann kommt noch ein buntes dazu. So, dann habe ich jetzt Äpfel, 3 kleine Äpfel. Ihr könnt gerne so säuerlichen Äpfel nehmen, so Boskop oder so. Ich habe jetzt die von meinem Garten. Wir wissen gar nicht, wie die heißen, ne? In unserem Garten. Da wachsen halt 2 Apfelbäume, 2 Birnenbäume. Ja, jetzt sind leckere Äpfel aus dem Garten, wie die Tomaten auch, in meinem Chutney. Das ist ja so. Und immer schön rühren, aufpassen, ja, nicht, dass es anbrennt. Jetzt haben wir Apfel, Zwiebel. Da kommt der Weißweinessig rein.
und die Senfkörner. Wunderbar. So, jetzt können wir das hier ein bisschen runterdrehen. Ja, ihr werdet ja merken, der Zucker und das Essig, das wird ja immer dicker und immer dicker. Das verkocht ja. Es gibt nachher einen wunderschönen eine cremige Substanz. Die Senfkörner sind auch, tragen auch dazu bei, dass es ein bisschen dicker wird. So, und jetzt haben wir hier unser rote Beete Chutney, das vor sich hinkocht. Unser Zwiebel Chutney. Genau. Und was wir jetzt machen, wir müssen nur eine Sache für den für die Tomaten-Paprika-Chutney machen. Wir müssen die Tomaten schälen. Da zeige ich euch jetzt gleich, wie das funktioniert. Was jetzt noch fehlt hier in dem rote Beete Chutney, von 2 gepressten Orangen, der Orangensaft kommt da auch noch rein. Voilà. Bitteschön. Also, und jetzt geht's weiter. So, das Geräusch, was ihr jetzt hört, ist mein Wasserkocher. Der Wasserkocher, da habe ich jetzt Wasser reingemacht. Jetzt kocht es ein bisschen hin. Wichtig ist, dass ihr bei den Tomaten einmal den Strunk rausnimmt und einmal hier vorne einschneidet das Ganze, ja, dass man das nachher schön abziehen kann. Und einfach eine große Schüssel nehmen und das da reinlegen. So, das ist wie mit jeder Tomate oben einschneiden. So, und den Strunk rein. Ob ihr jetzt die nehmt, die langen, wie heißen die eigentlich? Die Tomaten? Weiß man jetzt auch nicht. Das kann man ja mal gucken. Das ist ja verrückt, die wachsen auch bei mir im Garten. Man weiß gar nicht, wie die heißen. Ich gucke ja gleich nochmal. Aber ich kann ja Ochsenherztomaten nehmen, kleine Kirschtomaten, habt ihr ein bisschen mehr zu tun damit. Oder ganz normale Fleischtomaten. So, dann einfach rein. So, das Wasser ist jetzt, hat jetzt zu Ende gekocht. Und einfach jetzt mit dem heißen Wasser die Tomaten übergießen. So, dass sie hier drinnen so ein bisschen schwimmen. So, und jetzt muss man das noch mal ein paar Minuten stehen lassen. Und wie es weitergeht, zeige ich euch gleich. So, jetzt haben wir geguckt, wie die Tomaten heißen. Jetzt habe ich es aber tatsächlich jetzt nochmal hier 17 Mal gesagt. San Marzano, so heißen die. Eiertomaten heißen die jetzt auf Deutsch. So, jetzt waren die da im Wasser drin, 3-4 Minütchen. Und dann kann man hier, seht ihr dann, die Schale abziehen. Die wollen wir ja nicht essen, das wollen wir jetzt nicht in den Chutney haben. Und das lässt sie dann so schön abziehen und auf die Seite legen. So. Und dann brauchen wir nur noch unsere Schüssel hier. Das Wasser kann ja weg. Und dann einmal in die Mitte schneiden. Zack, zack. Und die dann auch in so schöne Wirbel schneiden. So, wunderbar. Wenn noch ein kleines Stückchen übrig ist von der Schale, einfach runter malen. Ja. So wie hier zum Beispiel. Nicht sauber gearbeitet. Aber, wie ihr das von mir kennt, das kommt alles in einen Magen. Ja, egal, ob das jetzt fein püriert ist oder klein geschnitten oder auf Millimeter genau. Wir müssen so kochen, dass es uns schmeckt und dass es uns gefällt. So, die eine noch hier. Wunderbar.
Ja, die Schale tun wir auf die andere Seite, nicht dass es reinfällt. Ja, dann haben wir den Salat. Und jetzt geht es weiter am Herd. Das letzte Chutney. Auch wieder Zucker rein. Jetzt haben wir uns gerade unterhalten. Zucker rein, karamellisieren, nicht karamellisieren. Ich finde, karamellisierter Zucker hat so ein bisschen Eigengeschmack. So wie Karamell halt. So Karamellbonbons, die kennt ihr ja. Man kann natürlich den Zucker einfach alles zusammen in den Topf rein und wird wahrscheinlich auch funktionieren. Ich mache es halt so. Ihr dürft dann mit mir mitkochen, indem ihr so macht, wie ihr das gemacht habt. Oder ihr macht das dann, wie der Vorschlag vor euch kam, einfach alles rein und kochen. Wichtig ist, Chutney, das kann man auch sagen, das ist eine Marmelade. Ja? Das ist ein Zucker, das mit dem Essig zusammen karamellisiert und verkocht. Und das ganze Gemüse wird dann schön weich. Ich habe vorher gesagt 20 Minuten. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel ihr habt und wie groß die Töpfe sind. Es geht darum, ihr seht ja, das verdampft ja. Die Flüssigkeit verdampft und der Geschmack bleibt ja da drin. Und somit kann natürlich auch sein, dass ihr dann ein bisschen länger kochen müsst als 20 Minuten. Das Ergebnis ist, das sehen wir dann nachher, einfach eine cremige Konsistenz. Und das kann natürlich auch jetzt auch 30 oder 35 Minuten dauern. Ja? Je nachdem, wie stark ihr kocht. Oder wie groß der Boden von dem Topf ist. Also nicht unbedingt immer 20 Minuten, wenn ich jetzt sage, auch gilt, sondern das Ergebnis muss da sein und dann passt das ja alles. So, jetzt fängt das hier an, auch zu karamellisieren. Ich habe es gerade probiert schon. Wunderbar. Hier. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Jetzt muss man, beim Lava haben wir auch immer 2 Löffel gehabt. Dürften wir jetzt nicht da rein, aber ist alles bei mir daheim. Lava Lichter, kennt ihr die noch? Da haben die Leute sich immer beschwert, weil die den einen Löffel immer benutzt haben. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt gucken wir wieder in die Töpfe rein. Das läuft hier. So langsam. Das fällt mir gerade ein, während ich hier koche. Ein Grillabend, das ist natürlich so, ihr könnt ja natürlich nicht nur Fleisch dazu essen. Ja? Also da passt natürlich auch gegrilltes Gemüse. Können wir auch nehmen. Wir wollen ja nicht die Vegetarier und die Veganer ausschließen aus unserer leckeren Chutney-Runde. Da gibt es auch Grillkäse, können wir auch machen und dann schön Chutney dazu. Ich habe auch ein Video schon auf dem YouTube-Kanal, guckt ihr mal an. Da haben wir einen vegetarischen Burger gemacht, auch mit Zwiebelchutney, mit Halloumi-Käse. Also lecker. So, jetzt das karamellisiert so ein bisschen vor sich hin. Jetzt haben wir die schön klein geschnittenen Paprika. Eine rote, eine gelbe. Ich kann natürlich auch grüne nehmen, wenn ihr ein bisschen grüne Farbe drin haben wollt. Im Grunde genommen gibt es nur ein einziges Paprika. Und die Paprika, die verschiedenen Farben der Paprika ist der unterschiedliche Reifengrad. Ja, jetzt fängt er mit grün an, dann wird das halt grün geerntet, lässt man die ein bisschen länger hängen, wird es dann gelb und dann ganz spät kommt dann und wird es rot. Also im Grunde genommen ist das ja nur genau die gleiche Paprika, nur andere Farben. Und wichtig ist, habe ich euch schon mal gesagt, Paprika enthält mehr Vitamin C als Zitrone. Deswegen eine halbe Zitrone am Tag und da ist der Haushalt halbe Paprika am Tag. Halbe Paprika am Tag, genau. Und da ist der Vitamin C Bedarf für den ganzen Tag abgedeckt.
Und dann wird man nicht krank. Das ist wichtig. So, jetzt haben wir da auch Rotwein und Balsamico-Essig. Dann kommen die Senfkerne und ein bisschen Paprika rein. So. Wunderbar. Und dann kommen ja unsere Tomaten hier drauf. Und mit dem Ganzen machen wir gehen wir genauso vor wie mit dem anderen Chutney. Einfach köcheln lassen. Und der braucht natürlich jetzt nicht so mega lange. Die Tomaten sind schnell fertig, Paprika ist schnell fertig. Aber das lässt man auch so ein bisschen hier köcheln. Wunderbar. Und jetzt klebt der Karamell hier so ein bisschen an dem Kochlöffel. Ja, jetzt einfach abnehmen. Zucker löst sich, also da bleibt ja nichts an den Kochlöffel dann hängen, nur dass er so große Klumpen war. So, wunderbar. Und wie es weitergeht, schauen wir uns das gleich an. So, in den Paprika-Tomaten-Chutney machen ein bisschen rosa Pfeffer. Und Fußstelle. Und da kommt überall jetzt ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz rein. So, überall einen guten Teelöffel Salz. Hier und hier. Und hier ist ein bisschen mehr. Da kann noch 1,5 rein. So, das kocht hier schön ein. Zwiebelchutney auch. So, der Tomatenchutney hier. Wunderbar. Einfach mal probieren jetzt nochmal. Wunderbar. Das nimmt ja schon Gestalt an. So, Zwiebelchutney hier. Lecker, Leute. Lecker. Lecker. So, jetzt nehmen wir da hier nochmal was. Ach, das ist auch gut. Das ist auch gut. Jetzt machen wir überall eine Prise schwarzen Pfeffer noch rein. Nicht viel. Yeah, clap your hands, say it together. East and southern pole. Wunderbar. Es läuft weiter. So, in die Zwiebel kommt ja noch ein Esslöffel hier so ein bisschen Thymian. Ein bisschen Geschmack noch, anderen Geschmack zu bekommen. Kräuter, getrocknete Kräuter habe ich schon mal erzählt. Das kann ruhig noch länger drinnen kochen. Frische Kräuter immer ganz zum Schluss rein. Ja? Das ist ganz wichtig. So, guckt mal hier. Unser rote Beete Chutney. Das hat ja bald das Ende erreicht. Die Flüssigkeit ist schon fast verkocht. Rote Beete ist weich. Apfel ist drin.
Wunderbar. Hier bei den Tomatenschalen immer aufpassen, immer regelmäßig rühren, nicht dass es ansetzt, da haben wir ein Problem. So, und das Zwiebelchutney, das braucht noch ein bisschen. Da habe ich ein bisschen zu kleinen Topf genommen, dafür, dass es jetzt so auskochen soll, aber ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit. Nachdem es vorher noch nicht so wichtig war, müsst ihr jetzt aber bitte aufpassen. Ja, jetzt sind wir am Ende. Immer wieder umrühren. Ja, wir wollen zwar schon, dass es komplett verkocht, dass es nur der Glanz und die verkochten zerkleineten Gemüse da ist. Aber wir wollen ja nicht, dass es anbrennt. Ja? Und wenn das jetzt natürlich, wenn man jetzt natürlich nicht aufpasst, ja, dann war die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, für die Katz. Ja. Also immer jetzt hier schön aufpassen. Ihr seht ja, wie das schön glänzt. Ja. Jetzt müssen wir das mal vorstellen, ja, mit ein Stück Fleisch oder ein bisschen Brot oder Wahnsinn. Leute, es gibt leider kein Geschmackfernsehen. Ja, das habe ich schon mal gesagt, weil ich das so lustig finde, dass der Musk, der will ja zum Mond fliegen, viel geiler wäre zum Geruch und Geschmackfernsehen. Das wäre ja, was wollen wir denn auf dem Mond? Die wollen lieber was essen, was Leckeres. Und wenn man hier kocht, dass man das einfach mal ausschmeckt. So, unser Tomaten-Chutney ist auch bald soweit. Das braucht auch noch nicht mehr lange. So. Und das braucht jetzt noch 5 Minuten, Leute. 5 Minuten und dann ist es soweit. Wenn ihr das gefühlt habt, bei dem Chutney, dass es wieder anfängt anzubrennen am Boden, das bedeutet, da gibt es keine Flüssigkeit mehr, dann ist es perfekt. Und das erste Chutney ist auch soweit. Das nehme ich jetzt runter. Und dann gucken wir uns das nächste gleich an. So, dann kann ich das jetzt verschieben. Hinten kann man schon das eine ausmachen. So, guckt euch mal das hier an. Jetzt Paprika-Chutney. Das braucht auch jetzt noch 3-4 Minuten. Und dann ist es auch fertig. Guckt, Zwiebel. Ja. Das hat jetzt auch schon jetzt in Endzügen. So, mein erstes Chutney ist fertig. Immer mit dem Augen nach hinten. Also für mich, für euch, ich weiß nicht, wo ihr das aufgebaut habt. Nie, dass was passiert. So, jetzt müssen wir mal nachher gucken, wie das schön glänzt und so, ja. So, dann nehmen wir ein Glas und dann packen wir da ins Gläsle was rein. So, wunderbar. Dann Deckel drauf machen, zumachen, umdrehen. Ja? Wenn ihr das so abgefüllt habt und dann stellt im Dunkeln in den Kühlschrank, dann hebt euch das Ganze bestimmt ein halbes Jahr. Also über das komplette Sommer könnt ihr dann schön Chutney essen. Was jetzt ihr auch machen könnt natürlich, ja, ihr werdet ja bestimmt auch ab und zu mal auf eine Grillparty eingeladen, ja. Dann nehmt euch einfach mal ein schönes Glas, ja, packt den Chutney, die Chutney ein, ja, macht ein Schleifchen dran, ja, 3 verschiedene Chutney und dann habt ihr ein Mitbrinsel, sagt man ja, gell? Mitbrinsel, was ist? Alles zu, einmal umdrehen, ein Mitbrinsel, einmal Chutney mit rote Beete, einmal Tomaten, Paprika und einmal Zwiebelchutney. Freut sich jeder Gastgeber. Und jetzt geht's weiter. Ja, genau. Also, was wollte ich sagen? Hier rote Beete abgefüllt. Ja, schön auf den Deckel lassen, ja, dass es schön Vakuum entsteht. Und jetzt kann das so abkühlen. Zwiebelchutney. Ja. Also ihr seht, es war am Anfang viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Und ich verspreche euch,
Probiert es einfach mal. Ja. Es wird der Renner sein, ja, auf jeder Party, auf jedem Grillabend. Und dann lohnt sich tatsächlich das bisschen vorbereiten. Ja. Das Kochen war ja kein Aufwand. Das hat ja vor sich hingekocht. Ja. Man muss ja ab und zu mal ein bisschen umrühren. Aber ansonsten haben wir jetzt unseren Chutney gekocht. Und jetzt bin ich aber auch fertig. Leute, ich freue mich auf meine nächste Grillparty. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Grillpartys mit dem Chutney. Verschenkt es, macht den anderen auch ein bisschen Glück. Übrigens mein Glück, Chutney in Glückglas. Wenn ihr euch erinnert, ich habe da auch Marmelade drinnen gehabt. Deswegen könnt ihr mal sehen, wie viel Marmelade ich schon gegessen habe, dass die Gläser wieder frei geworden sind. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß auf eurer Grillparty. Sag lieben Gruß. Wenn euch das gefallen hat, einfach abonnieren, weiterempfehlen, liken, Daumen hoch. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Yeah, clap your hands, say